Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem Unboxing. Und zwar hatte ich schon im März bei Fansales bestellt und habe jetzt festgestellt, dass ich noch gar kein Unboxing-Video dafür gemacht habe. Ja, und was soll ich sagen? Fangen wir mal an. Ich mache 2 Videos davon, das wollte ich eigentlich damit sagen. Dann holen wir mal die Sachen raus. So. Tüte kann weg. So, das ist es. Das ist der erste Teil. Nicht wundern, dass jetzt hier so viele Tüten liegen. Ich habe das schon mal aus den Tüten rausgeholt, damit ich nicht so viel rumknistere. So, die Lieferzeit bei Fansales war sehr schnell. Also das hat hier 12 bis 13 Tage gedauert. Das finde ich sehr gut. Also Fansales glänzt wirklich durch schnelle Lieferzeiten. Wenn etwas mit Presale steht, dann dauert das 7 Tage länger. Aber hier 14 Tage, noch nicht mal, unter 14 Tage Lieferzeit. Top. So, fangen wir doch gleich mal an mit diesem Stift. Der war hier in dieser Hülle drin, in dieser Tüte. Und der ist nochmal extra eingepackt. Den kennt bestimmt der eine oder andere von euch schon. Okay, nehmen wir mal die Seite, genau, die geht einfacher. Und zwar ist das ich finde, ein wirklich guter Stift zum Aufnehmen der Sondersteine, also Strasssteine oder so. Oder auch AB-Steine kann man ihn gut benutzen, wobei man sollte nicht zu viel drücken und es sollte nicht zu warm sein, weil die Wachsspitze vorne, manchmal ist die ein bisschen härter, die hier ist härter. Oh, die gefällt mir sehr gut. Ich habe so einen anderen Stift, da ist der Wachs ein bisschen weicher. Und da geht das dann nicht so richtig. Aber der ist richtig hart, das ist gut. Das ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist so eine schmale. Da könnt ihr dann euer eigenes Wachs reintun. Oder Putti, wie auch immer man das bezeichnet. Ne? Also die habe ich jetzt schon öfter benutzt. Für AB-Steine zum Beispiel. Es geht sehr gut. Weil man da durch diese Metallspitze kann man dann die Steine auch noch mal ein bisschen reindrücken. Bei meinem Bild mit den eckigen Steinen ist das sehr praktisch. Und was ich mir dabei natürlich dann gleich dazu bestellt habe, sind die passenden Spitzen. Die gibt es auch in jeder Farbe. Diesen Stift gibt es hier auch in mehreren Farben. Rosa, weiß. Ja, vielleicht noch blau. Bin ich mir gerade nicht so sicher. Und die Spitzen sind nur, genau, aufgedreht. Und die kann man dann hier so abschrauben, ne? Und austauschen. Und da habe ich mir gedacht, ich bestelle mir gleich mal Ersatzspitzen. Ich habe den hier schon in rosa für meine große Tochter. Und dann habe ich jetzt, also man hätte jetzt auch die Spitzen in schwarz bestellen können. Ne? Die gibt es dann halt auch in jeder Farbe, so wie es die Stifte gibt. Ich habe jetzt hier weiß genommen. Ich kann ja auch hier weiß drauf schrauben. Es muss ja nun nicht schwarz sein. Ne, die habe ich dazu bestellt. Dann geht mir da schon mal, ne, falls das Wachs mir ausgehen sollte. Wobei die halten ja auch ziemlich lange. Man kann die dann ja auch versuchen, ein bisschen wieder anzuspitzen, damit sie halt weiterhin spitz bleiben. Genau, das war hier Nummer 1 und 2. Gummimatte habe ich mir noch bestellt. Die kommen im Zweierpack. 1 habe ich schon in Benutzung. Das habe ich jetzt nicht nochmal hergeholt. Dazu gehört diese Tüte, die sind auch nochmal extra eingepackt. Man zieht dann hier so, man kann die dann abziehen. Ne, und dann sind das diese Gummimatten, die kleben wie Hulle, lassen sich aber auch überall wieder ablösen. Entweder um sein Schiffchen auf der Leinwand zu befestigen, dass das dann nicht hin und her rutscht. Ich nehme es eigentlich mehr, um die Sticker zu bepainten, damit mir die Sticker nicht wegrutschen. Bei meiner Tochter nutze ich das auf jeden Fall, bei der Kleinen, damit die kleinen Sticker, wenn sie ihren kleinen Frosch oder so da paintet, weil das ist ja schon eine Fummelarbeit da, ne? Damit der nicht hin und her rutscht, lege ich ihr das auf so einer Gummimatte und dann lässt sich das besser painten. Dann habe ich mir gedacht, probiere ich mal was Neues aus.
Ich wollte ja schon mal so ein Teilbild haben mit einem Schmetterling. Das war bei der anderen Firma, bei GBFKE. Und das hat ja leider nicht geklappt, da habe ich ja keinen Schmetterling bekommen. Also hatte ich gedacht, okay, bestelle ich bei Fansales mir halt einen Schmetterling. Und da habe ich diese kleine Tasche gesehen. Die ist ja, ne, ungefähr so groß wie eine Hand. Also ja, knapp, vielleicht 23 Zentimeter mal, ja, vielleicht 18 Zentimeter oder so. Die wird hier auch in so einer großen Tasche geliefert, Plastiktüte. Hier vorne den Schmetterling, hier ist so eine Folie drauf. Ja, klebt gut. Den Schmetterling kann man bepainten. Seht ihr ja auch mit den Nummern. So, jetzt wollen wir mal gucken, weil irgendwie fehlen ja noch die Steine dazu. Aha. So. Ja, hier ist so ein kleines Inlay, aber das kann man sich ja hinfummeln. Ne? So eine kleine Handybag, ne? Für zwischendurch. Teilweise, ich habe auch so eine Tasche von so einem Kosmetik. Hier, ne? Kriegt man ja manchmal so umsonst dazu. Wenn man so Kosmetik kauft. Da habe ich zum Beispiel jetzt auch für mein Drachenbild, habe ich die Steine dazwischen geparkt, weil die nicht alle in meine Kiste passen. Da brauche ich dann so eine kleine Tasche, ist dann ganz praktisch. Wo ich dann auch einen Stift drin habe, was ich immer für das Bild dann brauche zum Painten. Dann muss ich mir das nicht immer einzeln zusammensuchen, sondern habe dann das gleich in der Tasche und dann kann ich das dazu packen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ein Toolkit Standard. Hier haben wir die Steine. Wir haben, ich denke mal, 8 Farben. Gucken wir mal. Ja, 8 Farben haben wir. Hier so ein Gold. Genau, man sieht es ja anhand des Schmetterlings schon, dass irgendwie alle Farben ein bisschen dabei sind. Wir haben hier sogar ein bisschen noch andere Sondersteine. Etwas größere. Genau, 2 verschiedene. Und hier nochmal. Das ist die Nummer 8 hier. Ja, die kommen dann hier rein. Ja. Diese hier. Genau. Ich denke, das wird ganz süß aussehen. Dieses würde ich allerdings dann auch versiegeln, weil man es ja in Gebrauch hat. Das hier ist auch kein Stoff, sondern das ist so, ich will nicht sagen PVC, aber ne, so Kunst, irgendwas Künstliches. Fühlt sich ein bisschen an wie Leder, aber ja, so Kunstleder-Imitat würde ich das mal nennen. Und genau, versiegeln würde ich es trotzdem, weil wenn man die so benutzt und knickt, können ja schon die ein oder anderen Steinchen runterfallen. Und um das zu vermeiden, genau, einmal mit Versiegelung drüber gehen und fertig ist der Lack. Genau, das war das. Also wieder rein. Genau. Was habe ich noch bestellt? Und zwar habe ich noch ein Steinchenkoffer, nicht ein Steinchenkoffer, eine Box bestellt. Hier habe ich schon mein Frühlingsbild abgekittet, deswegen seht ihr das so. Ich zeige euch das deswegen so rum, weil dann seht ihr, weil das sind die quadratischen, wie sagt man, Boxen. Ja. 32 Stück sind hier drin. Die sind so quadratisch. Ich mag die sehr gerne. Kann man einmal so öffnen. Oder aber auch zum Befüllen kann man die hier auch oben ganz abnehmen. Ist auch kein Problem. Die sind fast quadratisch oben, also der passt nur in eine Richtung, also nicht ganz, ne? Rechteckig dann eher, aber trotzdem. Ne? Schließen sehr gut, ja? Kann man auch mit einer Hand aufmachen. Schließen sehr gut. Fallen nicht um, wenn sie hier einmal so drin stehen, dadurch, dass sie eckig sind. Also ich arbeite tatsächlich sehr gerne damit. Das ist meine erste eckige Steinchenbox. Genau. Ich sehe gerade, dass mir das hier wahrscheinlich schon kaputt gegangen ist, weil die sitzen hier an der Seite sehr straff. Und ich merke gerade, dass der eine hier, seht ihr das?
Ist mir wahrscheinlich schon kaputt gegangen. Okay, das ist natürlich nicht so toll. Ja, muss ich halt ein bisschen vorsichtiger sein. Das ist das. Dann habe ich, ja, ich weiß auch nicht, Stifte kann man nie genug haben. Diesen Stift habe ich auch schon öfter bestellt, allerdings noch nicht in Blau. Ich habe den in Rosa, in Hellrosa und in Pink. Genau, da bei den anderen Stiften hatte ich das Problem, dass hier vorne die Spitze lose ist und man so reindrücken konnte. Hier ist das nicht der Fall, die sitzt fest. Theoretisch kann man diesen Stift auch umfunktionieren zu einem Schreibstift, weil man kann das hier aufdrehen und eine andere Mine und hier sind so Kugeln drin, die kann man dann rausnehmen und dann kann man auch eine Mine reintun. Das habe ich auch schon mal gezeigt beim allerersten Unboxing von Fansales, weil da hatte ich ja die Problematik mit der Spitze und da hatte ich den zwischenzeitlich mal kurz umfunktioniert, damit man den Stift nicht wegschmeißen muss. Ne? Inzwischen habe ich die Spitze bei den anderen Stiften festgeklebt, sodass man die Stifte trotzdem zum Painten benutzen kann. Den einen anderen, den hat meine Tochter behalten, die große, den hat sie sich umfunktioniert. Ja, geht auch, ne? Genau, das ist das. Und dann habe ich mir tatsächlich noch etwas, so wie ein Teilbild bestellt, und zwar ein Mandala. Das kam auch in einer Tüte, die habe ich hier, also nicht denken, dass das einfach so kommt. Ich habe das nur schon mal ausgepackt, damit es nicht so raschelt. Das ist, wie ich finde, mal ein anderes Motiv als die üblichen Mandalas, die man so sieht. Hat auch nur 10 Farben, also wenig. Hat auch keine Buchstaben oder so. Es geht hier tatsächlich nur um Symbole. Hier haben wir die Farben dazu. Die können wir eben uns noch mal angucken. Die habe ich noch nicht ausgepackt. Ja, 10 Farben. Fangen wir mal hier bei 1 an, damit ihr kurz mal einen Überblick habt, wie die Farben aussehen. Also Strasssteine haben wir hier auch einmal querbeet. Hier kommen schon die Sondersteine, verschiedene Größen, in so einer Tropfenform alle. Verschiedene Farben und hier haben wir nochmal größere, runde Sondersteine. Ich bin eigentlich auch nicht so der Fan von Teilbildern, aber so zwischendurch, warum nicht? Also, also ich brauche das manchmal, wenn ich so große Bilder habe, dass ich zwischendurch auch mal was Kleines painten kann, dann finde ich diese Teilbilder doch ganz nett. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir hier alles wieder raufkriegen. Hier haben wir noch den Stift. Hier haben wir die Spitzen. Genau. Ein Toolkit war hier auch dabei. Standard-Toolkit. Genau. Das soll es erstmal gewesen sein. Der erste Teil von meiner zweiten Fansales-Bestellung. Genau. Und der zweite Teil kommt dann später. Bis dahin. Tschüss.